So Leute, heute befinden wir uns an einer sehr speziellen Location. Und zwar, wir befinden uns bei Pagani. Wir werden hier ein paar Videos gemeinsam drehen. Aber jetzt als erstes gehen wir mal kurz ins Museum rein, bevor wir euch das Neueste von Pagani zeigen. Und zwar den Pagani Utopia. Aber, Pepe, was gehst du denn so langsam? Hä? Was ist da los? Ich bin not concentrated. Ach so, du bist concentrated. So, hier legen wir jetzt mal los. Pagani Huayra. 2011. Wenn man sich jetzt mal überlegt, das sind jetzt auch mittlerweile schon wieder über 11 Jahre. Und es ist einfach, es ist das bei Pagani. Die Dinger sind so extrem zeitlos, ja. Vor allem noch extremer wird es hier. Wenn du jetzt schaust hier, Pagani Zonda La Nonna. 1998. Sieht der jetzt nach 1998 aus? Nein, Mann, Das ist- alles andere als das. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Ich bin mal wirklich gespannt, so jetzt, was wir heute so den ganzen Tag bei Pagani erleben werden. Vor allem für mich mal wirklich mega interessant zu sehen, wie wird eigentlich so ein Pagani-Modell gebaut. Aber das, Leute, das werdet ihr dann beim nächsten Video sehen, denn heute handelt es sich natürlich um das neueste Modell von Pagani. Hier geht es jetzt weiter, Zonda S, ja, 2000, auch geil hier mit diesen zwei Spoilern. Hier hast du in der Mitte das Ganze freigelassen, auch zeitlos. Das hier finde ich jetzt fast noch geiler, Zonda F, ja, kam 2005, vor allem mit dieser geilen orangenen Lackierung. Und jetzt für mich mein Favorit, 5 Jahre nochmal später, und zwar hier, Pagani Zonda Cinque Roadster. Und Cinque, Leute, steht für 5 Stück. Es gab die Coupé-Version, davon gibt es 5 Stück und dann Roadster-Version 5 Stück. Und das ist für mich hier einfach in dem Weiß mit dem Carbon, mit dem roten Streifen. Das ist sowas von ein geiles Teil. Also wirklich, da kommst du nicht. Schaut, zieh dir allein hier mal das rein. Dieser Part, und da geht's, ja, hier geht es jetzt schon los, Leute. Allein schon nach dem 1, 2, 3, 4, ja, nach dem 5. Auto. Einfach diese ganzen Details bei Pagani, das findest du bei keinem anderen Hersteller. Denn allein wenn du schon hier schaust, diese speziellen Schrauben, die hier verbaut werden bei Pagani. Hier geht es jetzt weiter, wurde dieses Jahr vorgestellt, und zwar ist das ein Einzelmodell. Und zwar hier der Zonda R Evo Barchetta. Und jetzt, Baby, du musst mal von hier vorne schauen, weil das ist echt heftig. Wenn du schaust, ja, normalerweise hört es ja hier auf. Ja. Ja, und dann hier wird es nochmal alles deutlich Extrem breiter, gebrannt ist der, nochmal also. extremer. Wirklich extremer geht es nicht. Und dann, ich meine, schau dir das mal an, einfach offen das Ding. Mit dem Käfig. Die Windschutzscheibe ist auch, finde ich, extrem niedrig, gell? Brutal. Extrem Brutal, steil, ja. extrem niedrig. Also hätten sie eigentlich auch gleich weglassen können, Ja, um und ehrlich zu komplett sein. exposed So. Carbon, Alter, in schwarz mit der Farbe ist massiv. Und hier haben wir noch ein Modell, und zwar Pagani Imola. Ja. Ich glaube, der hat irgendwas 18.000 Kilometer sind die damit Imola gefahren, also die Rennstrecke in Italien. Das ist 3 mal 24 Stunden Le Mans. Also das Ding hat auf jeden Fall gut Kilometer auf der Rennstrecke drauf. Ja. Und finde ich auch, wenn wir uns das von vorne mal kurz noch Ja, anschauen. gehen wir mal auf der anderen Seite 4, schauen wir die Autos von der anderen Seite Ja, an. klar, können wir machen. Was auch massiv ist, sind die Felgen. Felgen. Also Brutal. brutal. Ey, das Ding steht da. Also da stehst du da davor und, sage ich dir ganz ehrlich, da kriegst du ein bisschen Schiss. Also da kriegst du ein bisschen Schiss. Bisschen Hier nochmal Ausschmuss. schön von hinten. Das, genau, hier, weil wir nämlich hier hinten, schau das mal an, haben wir hier nochmal einen Spoiler. Sieht ein bisschen komisch aus, muss man ganz ehrlich sagen, ja, aber es hat halt natürlich seine Funktion. Es hat natürlich seine Funktion. Also es ist ja nicht nur so, dass bei Pagani die Dinger, ich meine, abartig geil aussehen, ja. Es ist halt eine pure Eleganz, aber auf der anderen Seite sind halt die Paganis halt auch richtig, richtig schnell. Hier, da sieht man, da ist das Ganze schon wieder ja, dezenter, und vor allem, wie wir halt sehen, auch hier rotes Carbon eingearbeitet. Ja? Und man darf halt nicht vergessen, 2005, wie lang das mittlerweile hierher ist. Hier auch nochmal La Nonna. Das ist halt schon verrückt, wenn du dir echt denkst, 1998 das Ding. Aber weißt du was, Pepe, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Neueste von Pagani an. Da der sagen, Alter. Oder? Also, auf geht's. Auf geht's. So Leute, hier ist er, der neue Pagani Utopia.
Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Alles hast du Peppe, oder? richtig gesagt, Alter. Du bist der mit den italienischen Skills, ne? Genau, bin Bevor ich wir da. allerdings jetzt hier auf das Auto gleich eingehen, Beppi, du kannst mal einmal ganz kurz einmal so rumgehen. Denn Leute, wir befinden uns nämlich jetzt hier im Pagani-Werk. Es wird hier ein gesondertes Video dazu kommen. Aber jetzt erstmal hier. Pagani Utopia. Das Neueste, was es von Pagani jetzt gibt. Wir sehen hier drüben, kannst du auch noch mal ganz kurz zeigen, Beppe. Hier Zonda, Huayra, alles Mögliche. Wie gesagt, da wird ein gesondertes Video dazu kommen. Hier jetzt Pagani Utopia. 864 PS haben wir am Start. Da ist er nämlich, der Motor. 1000 Newtonmeter. Jetzt denken alle, ja, das ist ja ein AMG-Motor. Ja, das ist auch so indirekt. Allerdings ist es so, früher hat Pagani die Motoren von AMG gekauft. Jetzt ist es so, dass AMG für Pagani die Motoren baut. Bedeutet, wenn wir jetzt den Huayra BC nehmen, ja, die haben beide indirekt denselben Motor. Nein, ist nicht so. Beim BC Coupé ist es so gewesen, dass Pagani den Motor von AMG gekauft hat und jetzt eben dann beim Roadster wurde das Ganze umgeändert. Bedeutet, AMG hat für Pagani die Motoren gebaut und das ist ein Riesenunterschied. Ich bin mal gespannt, denn ja, ich glaube, Beppi, dürfen wir schon so viel sagen, Was denn? ja, dass wir auch irgendein Auto fahren dürfen. Ich darf die Leute Ja? schon ein wenig zippeln lassen. Ja, schon ein bisschen zippeln lassen. Darf ich auch sagen, ja? Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier nur Utopia, das Ganze. Und wir sehen auch hier, den kennen wir nämlich ganz gut. Ah, Michael, ist ein guter Name. Der Michael Und zwar halt. der Michael Kübler, den kennen wir auch schon ein bisschen. Der baut hier die Motoren für Pagani. Und jetzt muss man sich mal überlegen, dieser V12 Biturbomotor, das Ding wiegt nicht einmal 300 Kilo. Ich glaube, irgendwas, hier ist es 260 Kilo wiegt das Ding nur. Vor allem, wenn wir mal hier hochrechnen, der Utopia wiegt insgesamt nur noch 1280 Kilo. Und das ist extrem, extrem leicht. Allein hier vom Chassis her, das ganze Carbon, wurde deutlich weniger Material verwendet, aber er ist um 30% stärker als die alten Pagani-Modelle. Und das ist halt natürlich schon eine richtige Ansage. Dann sehen wir hier schön die Abgasanlage, richtig, richtig geil, das Material. Vor allem, was sehen wir hier schön, Beppe? Wir sehen hier einen Katalysator. Und kein scheiß OPF. Genau, kein OPF, nix. Ist natürlich hier auch wieder alles auf Leichtbau. So, aber jetzt gehen wir hier weiter. Jetzt schauen wir uns mal hier den Utopia an. Wenn wir jetzt von hier vorne schauen, was mir auffällt ist, du hast so einen Mix aus Huayra und Zonda irgendwie. Ich finde, von vorne sieht das schon ganz gut aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich neben einen Zonda hinstelle oder einen Huayra, das sieht das Ganze zeitloser aus. Also finde ich für mich persönlich geiler, aber vielleicht kommt es noch mit der Zeit, wenn du verschiedene Farben siehst. Weil jetzt, wenn wir nach hinten gehen, wir haben hier, sehen wir schon mal hier schön aufgeleitet, was wir hier an Lackierungen haben. Dann auch hier Innenraum ist halt echt geil. Weil du kannst das Auto extrem sportlich machen, aber du kannst auch richtig schön oldschool das Ganze gestalten. Preislich sind wir hier bei, was war es, glaube ich, 2,6 Millionen Euro. Da ist allerdings noch nicht die Ausstattung drinnen. Bedeutet, wie zum Beispiel hier optional haben wir hier Carbonfelgen. Ja, ich glaube, die kosten ordentlich. Preise wurden uns leider noch nicht verraten. Übrigens, Leute, falls ihr euch wundert, warum jetzt hier eine Folie drauf ist, Horatio persönlich ist vorhin gerade noch mit dem Auto gefahren. Dementsprechend ist es hier noch einfach so ganz spontan so eine Steinschlag-Schutzfolie ist halt eine Steinschlag-Schutzfolie, ne? Damit halt hier der Lack geschützt ist eben damit vorhin gefahren. Jetzt steht er hier, damit wir euch das Auto ein bisschen zeigen können. Was wir natürlich auch speziell haben von Pirelli, entwickelt die Reifen. Wir haben auch hier schön die Silhouette eingearbeitet. Also wie gesagt, von Pirelli hier speziell auf den Utopia abgestimmt. So, wo machen wir weiter, Robert? Robert. Ja, jetzt wollte ich dich nämlich testen, Beppe. Ja, genau, das möchtest du mir erzählen. Siehst du mal, wie ich einen Robert schon vermisse, oder? Ja, ey, was würde ich sagen, ein Top One German Auto-Influencer, gell? Mit dir bin ich ja gern unterwegs, Das weiß verstehst? ich schon. Und vor allem der Beppe, der kann auch hier ein bisschen was dazu erklären, weil das ist hier sein Element. Da müsst ihr aufs nächste Video gespannt sein. Da schauen wir mal, wie das hier wird. Jetzt schauen wir uns aber mal den Innenraum an, bevor wir nämlich nach hinten gehen. Wir machen natürlich auch die Motorhaube dann auf. Was natürlich jetzt geil ist beim Utopia, sind hier diese Butterfly Doors. Und es ist auch krass, dass sich dann der Spiegel automatisch einfährt, weil sonst würde der nämlich hier vorne
schön dran kleben. Und das wollen wir natürlich nicht. Also das finde ich richtig, richtig sexy hier beim Utopia, wie die Türen hier aufgehen. Vor allem, das stammt wiederum vom Pagani Huayra Air ab. Der wird nämlich hier hinten gerade gebaut. Aber Beppi, wir dürfen echt nicht mehr da jetzt nach drüben zeigen, weil wie gesagt, da kommt ein gesondertes Video. Heute geht es hier um den Utopia. Zieh dir mal den Innenraum rein. Ja, das ist halt geil. Und im Innenraum kommt eigentlich das Geilste vom Auto. Und zwar, Leute, wir haben Handschaltung am Start. So, muss ich mich jetzt da reinquetschen? Du sitzt jetzt rein. Der Sitz ist noch nicht einmal ganz hinten. Ja, das wird sowieso lustig. Alter, der hat den ganzen Kiewitz auf. Ah, da läuft der italienische Radio läuft noch. Der Radio. Der italienische Radio läuft noch. So, wie machen wir da jetzt halt leiser? Ah, hier. So, Innenraum. Boah, weißt du, was du merkst? Du denkst, du sitzt in einem uralten Auto. Aber auf neu gemacht. Verstehst du, wie ich meine? Wenn du dir hier diese ganzen Instrumente anschaust, das ist so oldschool. So ist analog, ja. Wie geil. Und dann, boah, ist das sexy. Ist das sexy.